Hallo, heute übernehme ich die Aufgabe eines Sales Development Representatives. Meine Aufgabe ist das Prospecting, also neue Interessenten und neue Prospects, neue Leads für mein Unternehmen Taipan Consulting zu finden. Die Aufgabe: Finde Unternehmen in Deutschland, die bereits schon HubSpot einsetzen und im Bereich SaaS unterwegs sind, also Software as a Service, also Softwareunternehmen, die im Internet ihre Software anbieten. Was nutze ich dafür als Tools? Ich arbeite hier vorne dran im Prospecting-Bereich natürlich mit meinen Prospecting-Tools von HubSpot. Wo bekomme ich nun die Adressen her? Chatspot ist inzwischen gar nicht so schlecht dabei und ziemlich gut da drin, mich zu unterstützen, solche Informationen zu finden. Also sage ich mal, Chatbot, bitte finde für mich SaaS-Companies in Deutschland, die bereits schon HubSpot einsetzen. Warum spreche ich Englisch mit Chatspot? Nun, zurzeit ist Chatspot immer noch Beta. Es reagiert einfach ein bisschen besser auf englische Eingaben. Noch eine wichtige Information: Chatspot ist direkt mit meinem HubSpot-System, also mit meinem Portal verbunden. Also das hier ist die Nummer von meinem Portal. Damit ist sichergestellt, dass keine Daten von Chatspot und nichts, was hier irgendwie generiert wird, irgendwo im öffentlichen OpenAI oder ChatGPT-Bereich landen. Nun, hier haben wir die allerersten, die vielleicht schon relevant sind, vielleicht ganz interessant. Sage mal Chatspot, vielleicht gibt es mir noch ein paar more Results. Mal gucken, wer da eventuell noch so auftaucht dabei. Aber selbst hier würde ich mal recherchieren und mal nachgucken, wen gibt es denn da entsprechend dabei. Da gibt es noch ein paar mehr, die jetzt aufgetaucht sind. Cleverreach, Clevi, Commerce Tools, Shopware. Alles spannende Unternehmen, die unterwegs sind im Bereich Software as a Service. Ich habe mich für die Firma 360 Dialog entschieden und werde dort jetzt Chatspot auffordern, die Daten von dem Unternehmen direkt in mein HubSpot einzufügen. Er hat jetzt die Daten übernommen, direkt aus der Chatspot-Recherche, direkt eingetragen, added the following company, das heißt direkt eingetragen in mein System. Jetzt wollen wir mal schauen, ob im Bereich Leads jetzt dieser Chatspot-Kontakt, der gerade generiert wurde, eingetragen wird. Warten wir eine kleine Sekunde. Und jetzt ist der Kontakt von 360 Dialog bei mir in meiner Lead-Liste drin aufgetaucht. Nun, erster Arbeitsschritt: mit nur dem Namen des Unternehmens kann ich nicht viel anfangen. Also ist mein erster Aufgabenschritt als Sales Development Representative, die Daten zu ergänzen und zu erweitern. Hier ist durch die Kontaktübernahme gegebenenfalls die Information nicht so ganz vollständig. Marienburger Straße 16 in Berlin, das mag so ganz richtig sein. Und werde dann den Kontakt schon mal speichern. Aber ganz besonders wichtig, mein zweites Arbeitsinstrument ist, dass ich innerhalb von HubSpot arbeite, direkt mit meiner Verbindung zu meinem Sales Navigator. Ich sage, ja, dieses Unternehmen ist genau das Unternehmen, was ich suche, WhatsApp Performance Marketing, und sage, ich habe das jetzt, die Match, das heißt die Verknüpfung zwischen dem Sales Navigator und dem Unternehmen 360 Dialog. Inwiefern hilft mir das weiter? Jetzt will ich natürlich die 99 Beschäftigten sehen, die bei den Unternehmen eingetragen sind. Und in aller Regel ist es so, dass für mich der erste und wichtigste Ansprechpartner der Managing Director ist. Head of Sales könnte auch sein, dass der interessant ist, der Gino. Allerdings probiere ich es mal erstmal mit dem Garrett. Der Managing Director wäre für mich der erste Ansprechpartner und dann schaue ich mir mal sein Profil an. Da ich direkt jetzt die Verknüpfung von dem System, von meinem HubSpot-System mit dem Sales Navigator habe, füge ich jetzt Gerrit Rode als Kontakt hinzu und sorge dann dafür, dass Gerrit Rode bei mir die Daten von Gerrit Rode, von den öffentlichen LinkedIn verfügbaren Daten, direkt ohne Copy-Paste übernommen werden in mein System. Zusätzlich hat mir das Tool, was ich verwende, Surf, durch seine Integration mit verschiedenen anderen Recherchetools herausgefunden, dass seine potenzielle E-Mail-Adresse diese da ist und vielleicht seine Telefonnummer sogar diese dort ist. Auch das wurde direkt übernommen. Also das Lead Enrichment, also die Anreicherung der Kontaktdaten, hat hier schon mal funktioniert.
Ein drittes Tool, was ich hier verwenden möchte, ist, dass ich dieses Tool verwende von dem Persönlichkeitsprofil anzuschauen und werde mal nachgucken, was ist denn der Gerrit Rode für ein Persönlichkeitstyp. Psychological AI heißt das Tool, mit dem ich hier arbeite. Es gibt mir den Hinweis, dass er als Managing Director vom Stil her ein konsensusorientierter Typ ist. Er ist harmonisch bedacht, bewusst, riskiert keine Zurückweisung etc. Das sind wichtige Informationen für mich, für mein erstes Prospecting, für meine erste Ansprechpartner bei den Gerrit, damit ich schon mal weiß, was ist denn das eigentlich für ein Typ. Bevor wir weitermachen, gehe ich jetzt erstmal zurück in meinen Prospecting-Bereich und siehe da, Gerrit Rode ist aufgetaucht jetzt als entsprechender Kontakt. Also Gerrit Rode ist mir zugeordnet und kann jetzt hier, und ich sehe hier jetzt auch schon die Telefonnummer, die direkte Verbindung mit der LinkedIn-Profil-URL, seine Navigator-URL, alle die Informationen sind da, sage, ja, die Dinge sind verknüpft miteinander und sind im System da. Jetzt kann ich hingehen und sagen, okay, lieber Gerrit, ich schicke ihm eine E-Mail und stelle meine Leistungen vor, plane eventuell einen Anruf, lege mir aber als allererstes mal auf jeden Fall eine Aufgabe in mein System, dass ich dafür sorge, dass ich nicht vergesse, mit dem Gerrit Kontakt aufzunehmen. Eine mächtige Funktion gerade für mich im Bereich Prospecting ist es, mit Sales-Sequenzen zu arbeiten und eine ganze Serie von E-Mails und eine ganze Serie von unterschiedlich abgestuften Arbeitsschritten mir einzutragen oder von hier aus gleich direkt eine Verbindungsanfrage zu senden über den Sales Navigator. Hallo Gerrit, und kann hier jetzt schon als allererstes dann die Informationen verwenden, die ich als Psychological AI weiß. Wie wird der Gerrit am besten reagieren, wenn ich die Verknüpfungsanfrage sende? So, auf diese Art und Weise ist jetzt mein Prospecting-Arbeitsbereich angereichert worden und damit die ersten Informationen da. Und ich kann hingehen und sukzessive Schritt für Schritt meine Aufgaben als Sales Development Representative im System abarbeiten. Wenn ich morgens mein System aufmache, würde ich wahrscheinlich hier mit der Zusammenfassung starten. Ich habe überfällige Aufgaben, 9 Stück. Ich habe davon heute fällig Aufgaben eine, die würde ich dann entsprechend starten. Habe ich hier auch gleich direkt den Überblick darüber, wie sieht mein Terminkalender für heute eigentlich aus, sodass ich genau den richtigen Arbeitsplatz habe, um meinen Tag zu strukturieren und zielgerichtet rauszuarbeiten. Ich wünsche viel Erfolg. Bei Fragen und Rückmeldungen stehe ich gerne zur Verfügung.